Willkommen zum letzten Teil von dieser kleinen Serie ringsrum um das KSA. Und das, worum es in diesem Teil geht, ist der Bereich Declarations. Und dazu mehr jetzt. Unter Declarations verbergen sich verschiedene Sachen. Und was sich genau darunter verbirgt, werden wir jetzt sehen. Wir könnten auch die andere Frage stellen: Was finde ich unter Declarations? Und um diese Frage zu beantworten, dürfen wir natürlich wieder ins KSA reingehen. Das bedeutet, wir gehen wieder auf die Homepage vom KSA, melden uns mit unseren Kontaktdaten an, landen wieder auf der Startseite und jetzt haben wir die Chance, entweder hier oben auf Certifications zu gehen oder hier unten auf Certifications. Und jetzt finden wir zwei Unterordner. Das eine sind die Approval Marks. Was das ist, sehen wir gleich. Und die Declarations, die gucken wir uns jetzt an. Und wenn wir in dieser Unterseite Declarations sind, finden wir schon zum Beispiel die CE-Deklaration, aber auch EU-REACH oder EU-RoHS zum Beispiel. Wir schauen uns einfach mal rein, was finden wir denn hier unter den CE-Zertifikaten oder Deklarationen. Und da haben wir hier Deklaration for Carrel BOSS Micro Local Supervisory. Das ist eine der neuesten, deswegen steht auch ganz oben. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Also wenn ihr eine CE-Erklärung dafür haben wollt, hier würdet ihr diese CE-Erklärung vorfinden. Gut für die Anlagendokumentation oder wenn ihr zum Beispiel als Händler seid, als Großhändler, prima, um das im Webshop abzulegen und die Dokumentation für eure Kunden perfekt vorbereitet zu haben. Natürlich nicht nur für den BOSS Micro, sondern auch für andere Produkte. Ihr könnt auch die Suche hier oben verwenden, wenn wir zum Beispiel mal eine Deklaration für den EVD suchen würden. Ideal wäre noch, wenn ich jetzt wüsste, welchen EVD ich genau suche, zum Beispiel EVD Evolution. Und schon finden wir hier Deklaration für Carrel EVD Ultra Cup Modul. Nehmen wir einfach mal. Das ist sozusagen das Notspannungsmodul, das dafür sorgt, dass der Ultra Cup, dass der EVD auch bei einem Stromausfall noch das Ventil vollständig schließt. Und das Ganze sieht so aus. Und das sind diese Dinge, die ihr unter Deklaration findet. Wie zum Beispiel CE-Deklaration. Dann gehen wir mal wieder zurück. Hier ist noch mehr, wie ihr seht. EU-REACH Regulations, EU-RoHS Directives etc. etc. Alles das, was man braucht, wenn ihr solche Zertifikate, Deklarationen sucht. Dort findet ihr die. Hoppala, falsch, da wollte ich nicht hin, da möchte ich hin. Jetzt Approval Marks, was verbirgt sich denn darunter? Da werden wir auch gelegentlich mal dazu gefragt, dass wir ein paar Sachen auch noch nachliefern sollen oder dass es bestimmte Fragen dazu gibt, zum Beispiel ein TÜV Süd-Zertifikat. Diese Zertifikate sind nicht auf unserer Seite drauf, wie ihr seht. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein TÜV-Zertifikat haben wollen, dann müssen wir auf die Seite vom TÜV drauf, müssten uns bei dem einen oder anderen dann auch anmelden und können dann dort die Zertifikate einsehen. Zum Beispiel auch UL, auch da braucht ihr einen Account für bei UL und könntet euch dann anmelden und dort das entsprechende Zertifikat oder Approval Mark runterladen. Das war es auch schon zu diesem Bereich. Mehr gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Also habt gesehen, schön übersichtlich, aber wichtige Informationen findet ihr dort, auch die entsprechenden Links. Und ihr könnt euch alle Informationen selber holen, ob es die CE-Zertifikate sind zum Beispiel oder wenn ihr ein UL-Zertifikat benötigt, braucht ihr natürlich einen Zugang dazu, aber der Link dafür ist auch schon im KSA und ihr könnt euch alles selber direkt herunterladen. Das war es auch schon zum KSA. Wir haben jetzt alle Stationen durch, von der Übersicht, von der Registrierung, dann wo kriege ich meine Software überhaupt her,
und Firmware-Updates, was gibt es alles zum Thema Supervisory, was verbirgt sich darunter und so weiter und so weiter. Das haben wir jetzt alles durchgenommen und sind am Ende von dieser kleinen Serie. Ich darf mich bei euch sehr bedanken für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in den nächsten Videos für alles, was ihr haben wollt. Ciao!